Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was richtig Bayerisches und zwar zeige ich euch heute einen Kartoffel-Leberkäseauflauf. Mit Ei natürlich. Viel Spaß! Dafür brauchen wir Kartoffeln. Eine genaue Mengenangabe findet ihr unten in der Infobox. Salz, Pfeffer. Ich habe jetzt ein Kartoffelsalatgewürz. In der Infobox schreibe ich euch hin, wo ihr das herbekommt. Dann etwas Öl und eine große Auflaufform. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Leberkäse. Und zwar habe ich den vom Metzger, ich habe ihn jetzt recht schneiden lassen. Wobei ich sagen muss, die letzte Scheibe, die dritte, die war ein bisschen zu dick, da habe ich gar nicht aufpasst, aber macht nichts. Ich liebe Leberkäse und der wurde gegessen. Ja, dann legen wir auch gleich mal los. Meine Kartoffeln. Ich habe diese ganz kleinen Kartoffeln genommen, die wo man eigentlich als Ofenkartoffeln sehr gut hernehmen kann. Denn ich finde, von denen kann man also man kann die Schale dran lassen und da schmeckt es eigentlich auch am besten und fällt auch gar nicht so auf, finde ich. Also diese Kartoffeln waschen und dann klein würfeln. Einmal halbieren, dann nochmal vierteln und dann in Würfel schneiden. Ihr könnt aber auch normale Kartoffeln nehmen. Die kommen dann alle in eine Auflaufform. Und hier habe ich mein Rosmarin, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Ihr braucht Rosmarinzweige, ihr könnt auch getrockneten Rosmarin nehmen. Der wird jetzt etwas klein gehackt. So soll es ausschauen. Und meine Kartoffeln, die werden jetzt gesalzen und gepfeffert. Jetzt nochmal zu dem Gewürz. In der Infobox schreibe ich euch hin, wo ihr es herbekommt. Aber wenn ihr es nicht habt, das macht gar nichts. Ihr könnt frische Kräuter nehmen, wie Petersilie, Thymian. Oder ihr nehmt halt eben getrocknete Kräuter, so italienische Kräuter zum Beispiel, schmecken eigentlich auch ganz gut. Und dann passt die Sache. Also ihr müsst euch das jetzt nicht extra kaufen. Ja, dann kommen hier auch meine Rosmarin darüber. Und dann ein bisschen Öl. Ich hätte hier jetzt ein Omega-3-Öl. Am besten ist aber Olivenöl. Einfach drüber geben. Ja, da habe ich jetzt keine Mengenangabe gemacht, macht es einfach nach Gefühl. Also es soll halt so sein, dass jede Kartoffel damit bedeckt ist, passt aber auf, dass auch nicht zu viel ist. Und das Ganze halt kräftig durchrühren. So wie gesagt, halt eben jede Kartoffel von Gewürzen und Öl bedeckt ist. Ja, und das kommt jetzt in den Ofen und zwar für gute 15 Minuten bei 175 Grad. In der Zwischenzeit schneide ich meinen Leberkäse und zwar, der wird ebenfalls gewürfelt. Geht ganz einfach. Einfach aufeinander legen. Dann ein Stück, wie sagt man dazu? Ja, in Scheiben schneiden und dann halt eben würfeln. Jeder hat so seine eigene Technik, denke ich, beim Schneiden. Also macht es, wie ihr es wollt. Hauptsache Würfel. Und dann brauche ich eine Pfanne. In die Pfanne kommt ein bisschen Öl hinein und da gebe ich jetzt den Leberkäse hinein und lasse ihn kurz anbraten von beiden Seiten. Wenn der dann angebraten ist, also wirklich nur kurz, denn der kommt ja dann noch in den Ofen, gebe ich ihn wieder zurück in die Schüssel. Ich habe jetzt hier ein Küchentuch, damit das Fett ein bisschen aufsaugt. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Also ich mache es halt eben, weil halt eben der Leberkäse jetzt am Fett ein bisschen geschwommen ist, dass es einfach ein bisschen raussaugt. Ja, und dann geht es weiter mit den Kartoffeln. Die dürften jetzt eigentlich schon fast gar sein. Da kommt jetzt einfach der Leberkäse darüber und das Ganze wird nochmal durchgerührt. Passt aber auf, es kann sein, dass die Kartoffeln ein bisschen ankleben, nicht dass es zerstört, also zerfetzt. Vorsichtig lösen und dann nochmal kräftig durchmischen. Ja, und dann kommt noch was ganz was Leckeres. Ihr braucht dann ungefähr noch 100 Gramm Emmentaler. Ihr könnt aber auch mehr nehmen, wenn ihr mehr Käse wollt. Und den gebe ich jetzt einfach da oben drüber. Und das Ganze wird dann ebenfalls nochmal verrührt. Und durch das, dass die Kartoffeln schon noch warm sind, wird der Käse schon ein bisschen zerchert. Und das ist echt lecker. Also ich habe 100 Gramm drauf. Ihr könnt auch ein bisschen mehr geben. Und dann kommt das Beste. Und zwar, ich schlage einfach Eier darüber. Und zwar waren das Ganze 6 Stück. Einfach drauf. Keine Angst, ihr könnt sie dann auch noch etwas würzen, wenn ihr wollt. Mit Salz und Pfeffer oder Kräuter. Und dann kommt das Ganze bei 175 Grad. Nochmal so gute 10 Minuten in den Ofen. Ihr müsst ein bisschen drauf schauen. Nehmt es raus, wenn das Eisstocken beginnt. Und das geht wirklich sehr schnell. Und so sah es dann aus. Also es ist eigentlich ein tolles Essen. Es ist auch so alles in einem Topf drin.
Wobei One-Pot ist es nicht wirklich, weil man muss ja separat was braten. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.